Ich glaube, wenn mich einer nicht kennt, der denkt so, okay, was ist das für ein Freak? So, der denkt nur in Motorrädern. Das ist Lebensinhalt. Meine Erfahrung ist durchaus beschränkt, was das Thema Elektroantriebe angeht. Ich verspreche mir heute meine Vorteile so ein bisschen abzubauen, was das Thema Elektro im Motorrad angeht. Die Cindy wartet jetzt am Flugplatz in Mendig auf mich. Und ich freue mich schon, dass wir endlich mal wieder eine Challenge zusammen machen. Attacke. Oh, jawohl. Guck mal, es ist hergerichtet. Sehr schön. Cindy, hey. Schön, dass wir zusammen Elektrofahrzeuge testen können. Ja, ich habe gedacht, wenn wir schon zusammen drehen, dann... Dann mal richtig. Ja. Jetzt haben wir 2 Elektro-SUVs dabei, also praktische Fahrzeuge. Wir haben hier die Energica Xperia dabei. Das ist ein SUV unter den Elektromotorrädern. Wir haben längere Federwege, wir haben mehr Komfort und mit solchen Motorrädern kannst du richtig Strecke machen. Der Ford Mustang Mach-E GT. Der ist ein bisschen sportlich, aber vor allem SUV. Wir haben jetzt heute 4 Challenges. Wir werden beide testen. Gucken, welche sich besser schlägt, ob Motorrad oder Autos. Dein Auto sieht ja aus, als ob das so richtig Leistung hat. Also wenn ich mir das so mal angucke, das ist schon mächtig auf jeden Fall. Ja, das ist ein Mustang. Ja, das ist ein Mustang, das ist ein Mustang. Aber was hat der Leistung? Ich habe 487 PS. Okay, ja, also das Motorrad hat jetzt nicht ganz so viel, 102 PS. Du steht gar nicht auf Elektro, hä? Ich sag mal so, ich habe ein Elektrofahrrad, ich habe schon mal ein Elektromotorrad kurz gefahren, aber ich bin echt skeptisch auch. Ich guck mir das mal an, oder? Ja, probier's mal, ich bin gespannt. Wir müssen einfach mal gucken. Das ist ja wirklich auch so mein erster Kontakt zu dem Fahrzeug. Warte, ich setze mich mal drauf und dann ist das vielleicht was Gewohntes. Also, Zündschlüssel rumdrehen. So, das ist ja noch wie beim normalen Motorrad. Achtung, ne? jetzt kommt Emos. Jetzt. Also ich mach mal den Seitenständer zurück, ja? Also jetzt passiert erstmal noch nichts. Ah, okay, jetzt zeigt er hier fahren. Ui, oi. Ich hab es geahnt. Das ist Jetzt bin ich wach. ich hab jetzt auch dann nicht mitgerechnet. Hast du die volle Leistung gehabt? Ich mach nichts dazu. Ich dachte, du kippst. Du bist tatsächlich wirklich so. Gut, dass ich hier so einen Anschlag noch habe, dass ich nicht hinten runterfalle. Also, geh dich anziehen. Okay, warte, ich lasse das stehen, okay? Ich gehe zu Fuß. Ja, du schaffst das nicht sonst. Du gibst um. Habt ihr die Räder gehört? Das ist schon geil. Also ich schieb dich schon richtig im Sitz, wenn du beschleunigst. Und das mag ich einfach bei Elektro. Klar, es fehlt Emotion, weil es gibt keinen Motorensound. Aber andersrum, du hast die volle Leistung von Anfang an und das mag ich. Ich finde es top. Heute fahre ich ein Ford Mustang Mach-E GT mit 487 PS. Eine Akkukapazität von 88 Kilowattstunden netto mit einer Ladeleistung von 150 Kilowatt für einen Preis von 87.400 €. Man fährt hier ein SUV, trotzdem habe ich hier verschiedene Fahrmodus. Ich habe auf zahm, aktiv oder temperamentvoll, das finde ich super. Ich gehe jetzt auf temperamentvoll und schon Gaspedal ist noch reaktiver, also direkter. Das finde ich wirklich toll. Die Lenkung geht auch ein bisschen direkter, finde ich top. Wie ist das bei Jens jetzt? Hat er Spaß damit? Kriegt er ein Gefühl für Elektromotorrad? Gebaut wird die neue Xperia von der Firma Energica aus dem italienischen Modena. Erster Eindruck ist positiv, es beschleunigt gut. Echt ordentlich. Kann man machen, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ich verfall hier total in Love. Aber man sitzt bequem, das ist okay. Da könnte ich mir auch jetzt schon vorstellen, Strecke zu machen. Das ist wirklich in Ordnung. Ich fahre die Energica Xperia.
Das Motorrad hat eine Spitzenleistung von 102 PS und eine Dauerleistung von 80 PS. Der Akku hat eine Kapazität von 19,6 Kilowattstunden netto. Die Ladeleistung beträgt 24 kW. Der Preis liegt bei 30.452,10 € Der Preis mit über 30.000 € ist für mein Empfinden wirklich drüber. Wenn du dich in dieser Liga der Verbrenner mal umguckst, also über 30.000 €, dann kriegst du was richtig Feines. Das vermisse ich ein bisschen. Klar, ich weiß, die Herstellung von Akkus ist teuer. Ich hätte mir gewünscht, dass man ein bisschen mehr Liebe noch reingesteckt hätte, vielleicht einen anderen Kunststoff verwendet hätte. Und jetzt geht's los mit unserer ersten Challenge. Wir fahren ein Drag Race. Wer gewinnt die Elektro-Challenge? Das Auto oder das Motorrad? So. Hey, du schummelst schon Nein, für nein, unsere warte. erste Challenge. Ich schieb's noch einen Zentimeter zurück, Auf okay? jeden Fall. Jetzt wird fair. Ja, so ist es fair. Unsere erste Challenge. Genau, wir fahren heute ein Drag Race, ein Viertelmeilsrennen bis da unten. Relativ simpel. Wer als erstes da unten ankommt, hat gewonnen. Genau. Normalerweise ist es so, dass bei den Verbrennern das Motorrad immer diese Disziplin gewinnt. Immer. Also ich habe es noch nie anders erlebt. Aber heute haben wir 2 Elektrofahrzeuge am Start. Das heißt, mit meinem Auto zum Beispiel, ich habe Power und volle Leistung von Anfang an. Ich denke, jetzt habe ich gute Chance. Also ich bin wirklich gespannt. Und dazu, ich habe Allrad. Ich denke, das ist wirklich ein Vorteil, weil du hast nur Heckantrieb. Ja, also nicht, dass ich mir Sorgen mache. Ne? Der Boden ist so leicht feucht. Wir könnten jetzt auch ein bisschen rumjammern. Okay, gut. Ja. Also, der Erste am Ziel ist, Der hat gewonnen. also viel Glück, gib Gas. Ja, aber ich werde geb das alles. Ding gewinnen. Ja, warte mal ab. Nein, das ist so. Meine Erwartung fürs Drag Race, ich denke, der Start könnte ein bisschen schwierig werden, weil direkt die Leistung anliegt. Das ist Elektro. Das ist so der größte Unterschied zum Verbrenner, definitiv. Und ich denke, dass das einfach die Challenge ist, ohne Verluste diese Leistung auf den Boden zu bringen. Ich denke, bei dem Drag Race jetzt auf 400 Meter, wir werden knapp zur Topgeschwindigkeit kommen. Und der Jens hat weniger Topspeed als ich. Das heißt, vielleicht am Schluss hat er wirklich einen großen Nachteil, weil der kann nur 180 Kilometer pro Stunde fahren und ich 200. Drag Race. Du stehst am Start, bist nervös, du willst sehr geil performen. Die Motoren heulen auf. Ja, nee, nicht. Mist. Das ist ungewohnt, diese Ruhe hier. Hatschum! Ja. Oh, der Jens hat einen super Start hingekriegt. Er ist zwar schneller, aber jetzt, Nein! 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 ab 130, 120, dann geht mein Auto schneller. Was ist das? Yes! Der Punkt kommt an. Cindy, yes, yes, yes. Und der Mustang. Was ist das denn? Ich bin gut weggekommen und dann ist es irgendwie hängen geblieben irgendwie. Oh mein Gott! Ah, fühlt sich gut an. Das darf doch nicht wahr sein. Normal, also das ist doch noch, das gibt's doch gar nicht. Oh nee. Oh nee. Und der erste Punkt geht an Nee, an die Tada! Cindy. Mustang und Ah, die Cindy. Cindy, was machst du denn mit mir? Ja, du. Glückwunsch. Nein, also so eine Reaktionszeit, mega. Das war gut. Und dann, hast du es ja erlebt, hört das Ding einfach auf bei 130 kurz und macht so eine Gedenksekunde. So, oh. Ja, also, Und dann hat es so kurz noch mal ein bisschen beschleunigt. Ich habe mir nur gedacht, was ist denn jetzt los? also es gibt eine gute Sache, man merkt wirklich beim Anfahren, bei Beschleunigungen der Start, da hat immer noch ein Auto, auch wenn es ein Elektroauto ist, keine Chance gegen ein Motorrad. Ja. Der Sprung beim Start ist einfach ein Motorrad, allgemein schneller, egal ob Elektro oder Verbrenner. Ah.
Gut. Gott, was machen wir denn jetzt? Ja, ich würde sagen, ich nehme den Punkt mit gerne. Und wir gehen zur nächsten Challenge. Na, dann mal los. Ja, Drag Race steht 1-0 für den Mustang und die sind dich. Oh nein, wie konnte mir das denn passieren? Also verkackt. Aber wieso vergleichen wir eigentlich die beiden Fahrzeuge? Das eine ist ein Auto, das andere ist ein Motorrad und jeder sagt schon wieder, oh mein Gott. Aber beide haben eins gemeinsam. Ne? Genau, Elektro und vor allem noch diese Nutzaspekte. Eine Reichweite von 220 Kilometern klingt erstmal gut. Auf der anderen Seite eine Pause zu machen, wenn das Motorrad Pause machen will, das finde ich schon mal doof. Pluspunkt für die Xperia: Sie besitzt den derzeit größten Akku aller E-Motorräder. Die GT-Variante des Mustang Mach-E gönnt sich ebenfalls eine größere Batterie. Damit soll er maximal 490 Kilometer schaffen. So Jens, meine Liebe, bist du bereit? Ich bin bereit. Challenge Nummer 2. Genau, wir fahren schön durch die Eifel, spaßig durch die Eifel, Ja. 50 Kilometer rauf und runter. Ja. Und dann geht es noch um das Thema Restreichweite. Also ich habe jetzt eine Restreichweite von 162 Kilometern. Okay, ich habe noch 308 Kilometer Reichweite. Im Idealfall Genau. hätte ich jetzt nach 50 Kilometer fahren eine Restreichweite von 112 Kilometern. Genau, also einfach minus 50 Kilometer. Genau. Einfache Rechnung, bei dir das Gleiche. Aber ob wir das schaffen, müssen wir ausprobieren. Ja, weil wir sind nicht sparsam unterwegs. Ja, Ready? ready. Los geht's. Du folgst mir? Ja. Wenn du es schaffst, auf 50 Kilometer Strecke 50 Kilometer Reichweite haben, das wird nie passieren. Das ist unmöglich. Deshalb der Test. Wer auf der Strecke von 50 Kilometern weniger Restreichweite verliert, erhält den Punkt. Dazu resetten Jens und Cindy ihre Bordcomputer. Am Ziel der Strecke sollten bei Jens theoretisch 112 Kilometer Restreichweite stehen, bei Cindy 258. Beide fahren hintereinander her, um die Route auch wirklich gleich schnell zu absolvieren. Ich frage mich wirklich, wer wird mehr Reichweite verlieren? Ich denke, wir werden beide schlecht sein. Aber wer wird der Schlechteste? Keine Ahnung, mal gucken am Fuß. Und direkt schon der erste Kilometer weg. Was krass ist, wenn ich vom Gas gehe, wie stark das Fahrzeug abbremst und wieder reinlädt. Das Coole bei Elektrofahrzeugen, man kann es einfach rollen lassen und man rekuperiert Energie. Das heißt, das lädt die Batterie und jetzt geht es bergab. Ich lasse es einfach rollen, vielleicht kriege ich 1% mehr wieder. Immerhin. Weil am Schluss es geht um ein Challenge. Wie viele Kilometer Reichweite fressen 50 Kilometer? Und das durch die Eifel. Hier geht es jetzt ein längeres Stück runter und ich bin bei 167 Kilometer. Okay. 168, was ist denn hier los? Die Energierückgewinnung scheint in der höchsten von 3 Stufen sehr effizient zu sein. Gute Voraussetzungen für Jens und die Energica auf der Eifelrunde. Das ist jetzt nicht die maximale Sparfahrt, sondern eher so die maximale Spaßfahrt. Raus aus dem Dorf und Gas. Boah. Jawohl, und einmal durchladen hier. Huhuhu. So, jetzt kommen ein paar schöne Spitzkehre. Das mag ich. Gott, das macht echt Spaß, das ist echt cool. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich bin gerade sehr entzückt. 29,5 Kilometer, 141 Kilometer Restreichweite. Jesus, das kann man lassen, das ist echt gut. Wie viel Reichweite werden Energica Xperia und Ford Mustang Mach-E GT nach 50 Kilometern tatsächlich einbüßen? Ich habe jetzt ein Problem, Leute. Ich habe 258 Kilometer Reichweite. Ich bin gestartet mit 308 Kilometer. Das heißt, meine 50 Kilometer Reichweite verbraucht sind schon vorbei. Und mein Problem, ich bin bis jetzt nur 38 Kilometer gefahren. Es bleibt noch 12 Kilometer übrig. Ja. Ich hoffe, ich hole trotzdem den Punkt.
Wir haben jetzt nur noch 9 Kilometer und ich habe immer noch 258 Kilometer Reichweite, weil jetzt ging ziemlich viel bergab. Das Auto ist einfach viel gerollt und schon wieder habe ich ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Oder keine gebraucht auf jeden Fall. Spannend, bis zum Ende. Cindy und Jens steuern nach 50 Kilometern eine Schnellladesäule an und vergleichen, wie viel der vorher angezeigten Restreichweite sie tatsächlich verloren haben. Wo ist meine Ladestation? So, jetzt wird's spannend. Hier, Stromtanken. Wo ist der Stromtanker? Ah. So, angekommen am Ziel. Challenge Nummer 2 ist vorbei. So. Wir sind ein bisschen drüber. Wir sind Kilometer. Also ich habe 51,4. Was hast du? 52,4. Ich habe dich ja nicht überholt, hast du ja gesehen. Nein, aber weißt du was? Du fährst vielleicht ein bisschen breiter in jede Kurve. Ich bin ein bisschen... So wie beim Skifahren meinst du? So mehr pendeln. Jetzt wird es aber interessant, ne? Ja. Wie sieht es aus mit dem Akkuverbrauch? Ja. Wie viele Reichweite haben wir jetzt verloren? Also, ich hatte 308 Kilometer zum Starten. Ja. Ziel wäre, wenn wir 50 runter, wäre 258. Ja. Und ich bin gelandet auf 252 Kilometer. Das heißt, nicht so weit weg von der Realität. Ich bin losgefahren mit 162 Kilometer Reichweite Ja. und habe jetzt eine Restreichweite von 132 Kilometer. Also, warte nochmal, du hattest wie viel? 162 und habe jetzt 132. Du darfst mir jetzt gratulieren. Oh krass, 30? Danke. Wie kann das sein? Ich weiß es Wo hast nicht. du geschummelt? Du hast mehr Kilometer Nein, und du hast weniger Reichweite. Ich bin die ganze Zeit hinter dir hergefahren. Krass, Glückwunsch. Ja, danke. Das ist aber... Ach, das tut gut. Ja, das glaube ich dir. Aber ich bin wirklich überrascht, weil ich das nicht glauben konnte. Anscheinend war es ja eine sehr effektive Energierückgewinnung. Also das, was wieder in den Akku zugeführt wird, wenn es irgendwo bergunter geht, das ist ein großes Plus von diesem Motorrad. Ich sehe nur eine Sache, dass du nur 30 Kilometer Reichweite gebraucht hast, und zwar Rekuperation. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Wir sind viele Passagen bergunter gefahren. Ja, gut gemacht. Dankeschön. Ja, der Ausgleich. 1:1. Ich hab's gepackt. Wie hast du das geschafft? Also, ein Punkt mehr für dich, aber es geht Dankeschön. jetzt weiter. Es geht weiter. Wer Energie verbraucht, der muss Energie laden. Und wir laden von 10% auf 80%. Und der Schnellste, der geladen hat, hat diese Challenge gewonnen. Das ist easy. Wir suchen jetzt irgendwas, wo wir so einen Stecker da reinstecken können. Ah, guck mal. Ah. Sehr Guck cool. mal auf die andere Seite. Ah, Da guck ist mal. die Lösung. Die Energica nutzt als eines der wenigen Elektrobikes einen CCS-Anschluss. Neben Steckdose und Wallbox ist damit also auch Schnellladen mit bis zu 24 kW möglich. Fixer kann derzeit kein E-Motorrad Strom tanken. Der Ford schafft maximal 150 kW Ladeleistung. Das ist jetzt so ein lustiger Dreh. Ne? So, wir müssen aufladen und die Ladesäule ist leer. Und ich denke mir so, vielleicht gibt es ja irgendeinen, der mir das erklären kann. Ja, Ja, guten Tag, guck mal Name. Ich stehe hier irgendwie mitten in der Eifel und möchte mein Elektromotorrad aufladen. Und das Ja. geht nicht. der ist in Wartung, der funktioniert nicht. Ah, es Also ist beide- leer beide gerade. sind in Wartung. Am besten würde ich sagen, eine andere Säule aufsuchen. Also, lass uns jetzt keine dann Zeit los. verlieren. Okay. Die nächsten High-Power-Charging-Säulen stehen rund 10 Kilometer entfernt an der A61. Also, wir laden jetzt unsere beiden Fahrzeuge. Sie sind von 10%. Wir wollen auf 80% gehen, ne? Genau, das ist so der Wert, der auch von den Herstellern immer angegeben wird. Ne? 80% ist ein wichtiger Wert. Ja. Alles, was über die 80% geht, würde länger dauern. Genau. Und wer jetzt am schnellsten ist, die 80% zu erreichen, bekommt einen Punkt, oder? Genau. Das ist wirklich interessant. Da steht schon die Prozent. Jetzt sind wir schon bei 11.
Man merkt hier jetzt 150 Kilowatt. Ja. Das ist das Maximale, was mein Auto laden kann. Aber es gibt andere mit 350 Kilowatt schon. Und Okay. das geht in 20 Minuten bis 80. Das ist schnell. Der hier, der braucht von 10 auf 80% 45 Minuten. So gibt der Hersteller es an. Ja, sagt der Hersteller. Wir müssen das prüfen. Jetzt stecken wir mal bei mir Ja. ein, oder? Also, machst du es jetzt? Jetzt geht's los, ja. Bitte Stecker zurückstecken. Vielen Dank. Ende. Das ist aber nicht gut. Okay, wir probieren es noch einmal. Status 74. Also Stecker noch mal raus, kurz einhängen und neuer Versuch. Aber auch jetzt startet der Ladevorgang nicht. Also, jetzt steht wieder Ende. Ich würde vorschlagen, wir nehmen eine andere Säule. So. Okay. Jetzt geht was. Ja, läuft jetzt 20 Kilowatt drin, hier drin. Ah, Da ist 20 Kilowatt. okay. Ist das ja maximal, was es laden kann? Also 24 Kilowatt könnte das Motorrad aufnehmen. Das ist so das Schnellste, was beim Motorrad aktuell geht. Okay, wir sind nur bei 20, da muss ich erstmal warm laufen. Hier verspricht der Hersteller eine Ladung von 0 bis 80% in 40 Minuten. Ja. Also in der Theorie etwas schneller als beim Auto. Auf dem Papier gewinne ich die Challenge, aber man muss da auch ein bisschen aufpassen, was auf Papier steht und wie sieht die Praxis aus. Deswegen machen wir solche Tests ja, dass wir rausfinden, ob sich das deckt oder nicht. Also ich bin noch skeptisch. Wäre super, wenn es klappt, weil dann würde ich mit einem Punkt Vorsprung in die nächste Challenge gehen. Scheiße, was habt ihr gemacht? Die Leistung, Abgabe ausgesetzt. Das Motorrad hat eine Fehlermeldung und da ist der Kühler, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Also bekommt er zu viel Strom, für was er annehmen kann, ne? Nee, der wird zu heiß und ja. dann bricht er ab. Ja. Ja, jetzt geht's weiter. So ein bisschen Puls kriege ich schon, wenn unter dem Ladevorgang mal abgebrochen wird. Das Motorrad zeigt einen Fehler an vom Ladelüfter. Es kann natürlich sein, dass das die Ladegeschwindigkeit beeinflusst. Dein Auto hat jetzt auch die Ladeleistung reduziert. Ja, von 150 sind wir jetzt nur auf 78. Genau, Das also Auto es ist- kann gar nicht alles annehmen. Aber immerhin 49% schon. Das Das sieht ja kommt. gut aus. Ja. 21 Minuten hängt schon dran. Von daher können wir unsere Zeit auch sehr gut überwachen. Jetzt habe ich 40% nach 18 Minuten. Das sieht gut aus. Wer will gewinnen? Was denkst du? Ich lasse mich überraschen. Kann man wirklich nicht sagen. Das ist Nein, sehr das ist- schwer. Für Verbrennerpiloten noch ungewohnt, für Elektrofahrer Alltag. Zeit überbrücken, bis der Akku wieder gefüllt ist. Stopp! Okay, fertig, Schluss. 42 Minuten für 80%, Leute. Ob es gut ist oder nicht, ist auf jeden Fall unter die Angabe vom Werk. Also 3 Minuten Das habe ist ich auf jeden gespart. Fall gut. Das Motorrad hat Jens kurze Zeit später angesteckt. Lädt es schneller auf 80% als der Ford? Oder wie voll ist der Akku nach den 42 Minuten, die das Auto dafür gebraucht hat? Oh, tadam! Okay. Willst du das sagen oder soll ich Mein es berichten? Glückwunsch, mein Glückwunsch für den gut verdienten Punkt. Ich habe jetzt einfach den Punkt, weil der Jens eigentlich in diese 42 Minuten nicht geschafft, 80% zu laden und er ist nur bei 72%. Ja. Und mein Auto Ja. hat einfach geliefert. Die war effizient und hat wirklich sein Wort gehalten. Gut, ich bin sprachlos und sag Glückwunsch an der Stelle. Danke. Ich warte noch ein bisschen. Ich gehe ein bisschen springen und mich freuen. Wie lange braucht das Motorrad nun am Ende wirklich, um von 10 auf 80% zu laden? 50 Minuten, 80%. Was hatten wir gesagt am Anfang? Wir brauchen 40 Minuten von 0 auf 80%. Das hat der Hersteller gesagt. Das tut aber weh. Tadadadam. 2:1 für mich, aber das war wirklich eine einfache Nummer bei dem Laden da. Oh, das war souverän. Aber das Duell Elektroauto gegen Elektromotorrad ist noch nicht zu Ende. Der Showdown wartet.
Ach, Cindy. Jens, es geht jetzt um alles. Unsere letzte Disziplin, letzte Challenge. Nach unserem erfolgreichen Aufladen, das Wichtigste, oder? Schnell auf dem Handling-Parcours fahren. Das ist doch schön. Ich freue mich. Meine Lieblingsdisziplin, Handling-Parcours. Ich denke, ich kann schnell fahren, aber es gibt ein paar wirklich enge Passagen, wo vielleicht der Jens mit dem Motorrad etwas schneller ist, rum um das Pylone zu fahren. Oder die enge Schikane. Und was hat es mit den Schaumstoffwürfeln auf sich? Wir sollten auch Gepäck mitnehmen. Genau, da sind unsere Koffer, seht ihr? Das ist meine 3 Stück. Du brauchst extrem viel Zeit, um einen Koffer aufzumachen. Also du musst so umklappen, Schlüssel drücken, das wird viel zu kompliziert. Okay. Ich würde sagen, sonst hätte ich schon gewonnen. Deswegen machst du jetzt erst nur einen Koffer. Das reicht auch. Das ist nett von dir. Musst du jetzt schon so schnell fahren, dass du mich holst. Also, okay, ja? danke. Übrigens, wir fahren auf Zeit. Nicht zusammen, sondern wir fahren eine runde Zeit. Und der beste Zeit kriegt einen Punkt. der letzte Punkt verteilt. Der letzte Punkt. Ja. Vielleicht kann ich ausgleichen. Was heißt vielleicht? Ich werde ausgleichen. Nein, ich lasse es offen. Vielleicht. Magst du beginnen oder soll ich beginnen? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ich gucke mir das an, wie du vorlegst, damit ich weiß, wie das da abläuft hier. Du willst mich kopieren, ne? Gut, ich nehme das an. Viel Glück. Bis später. Automatisch nimmt sie Zeit, sobald Genau. du hier rüber rollst. Genau. Ich schaffe das. 3, 2, 1 und wir starten das Rennen. Los geht's. Oh, krass. Ich bin die ganze Zeit voll kalt. Jetzt habe ich da extra gesagt, die soll nicht so schnell fahren, ne? Sonst habe ich ja gar keine Chance. Die Schikane ganz langsam, nicht untersteuern zu viel. Oh, diese 2,2 Zonen zum Bremsen ist das mühsam. Komm, 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 komm. Okay, jetzt noch mal einladen. Zack, zack. Nicht mit der Fahrerin sprechen. Ich kann dich nicht sprechen. Ich habe eine Challenge zu gewinnen. Okay, hier ist nicht mehr Platz. Aber zum Glück, ich habe noch hier auf die Seite. Also tschüss. So, anschnallen. Schnell! Jetzt hängt der Gurt. Oh, das Anschnallen dauert ewig. Los! Zack! Das war schnell, glaube ich. Ich habe ja das Angebot von Cindy bekommen, nur einen Koffer zu beladen. Vielleicht rettet mir das den Hintern. Cindy, was war denn da los? Wow, das war perfekt. Könnte nicht besser laufen. Ich habe keinen Fahrfehler gemacht. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, ich war jetzt ein bisschen aufgeregter, sogar noch als du. Nein, Das hat so schnell ausgesehen, hier um die Pylone rum. Findest du, da war ich ganz langsam, weil ich habe so viel Untersteuern. Ich kann gar nicht am Gas gehen. Dann gehe ich langsam mehr am Gas, dann erstmal untersteuert und dann puhum, und dann tanze ich mit dem Auto. Aber am Anfang diese 2 Tonnen, also diese über 2 Tonnen zu bremsen, ist das wirklich mühsam. Also es ist wirklich kein sportlicher Wagen, auf jeden Fall nicht. Es ist wirklich, wie du es gesagt hast, ein SUV. Meine Rundezeit war 1 Minute 14,1. Ich zweifle gerade so ein bisschen. Ihr wisst ja, ich gebe immer alles. Ob das jetzt reicht, ich bin noch nicht so überzeugt. Okay, wenn Gut. du bereit bist, kannst du starten. Noch ein bisschen ran. Los! Wow. Also der gibt wirklich alles. Mit Koffern wiegt die Energica Xperia rund 270 Kilo. Das muss erst mal verzögert werden. So, jetzt kommt zu laden. Ja. Oh Leute, ich kann gar nicht viel erzählen, aber wow. Das war knapp. Das war knapp. Komm
komm. Ah, jetzt dauert ewig lang. Und los! Jetzt aber. Auf! Ja. Er hat auf jeden Fall alles gegeben, um das Ding hier zu gewinnen. Das sah auch wirklich schnell aus. Einen heftigen Rutscher gehabt. Junge. Das Ding ist am Limit gewesen. Und ich glaube auch. Und? Ah, das, wenn die Mutti sieht wieder, ne? Das, wenn die Mutti sieht. Ah, du weißt deine Rundezeit nicht? Ich weiß die Rundenzeit nicht. Du hast alles gegeben. Also wirklich, dein Moped ist nur die ganze Zeit gerutscht beim Baumbremsen, also überall. Das ABS hat die ganze Zeit geregelt. Es hat einfach nur noch Kirmes gemacht. Und jetzt ist Zeit. Ja, Ich soll will mal es gucken, wissen. ja? Du willst Bitte. es wissen. Okay, kurz als Erinnerung. Meine Rundezeit ist 1:14,1. Dadadadam. Was schätzt du? Du bist langsamer. Du bist langsamer, weil es ist nicht möglich. Die hintere Kurve, ich bin so viel schneller gefahren, habe ich das Gefühl gehabt. Der Rest weiß ich nicht. Okay, sag mal. 1, 3, 1, 1, 1. Ja. 1, 3. 1:03? Ja. Nein. Doch. So viel schneller. Ja. Kann nicht sein. Es ist ein Fehler. Nein. Ich glaube es nicht. 1:03. Oh, krass. Jetzt ärgerst du dich, ne? Jetzt ärgere ich mich richtig. Ich war viel zu nett zu dir. Ausgleich 2-2. Ich flipp aus. Ich bin wirklich enttäuscht von meiner Performance gerade. Beide Fahrzeuge sind SUV-Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Mittelbereich sportlich. Das ist ein guter Beweis. Zügig fahren. Stromer. Es ist, ich glaube, für den Motorradbereich noch ein bisschen zu früh, dass ich sage, das will ich haben. Aber es ist okay. Also für das, was es so können muss, hat es ganz gut abgeliefert. Ich bin ohne Worte gerade. Immer noch. Weißt du was? Jetzt fahren wir noch eine Runde mit deinem Auto, oder? Magst du wissen, wie das geht? Ja. Also komm. Hat euch dieses Video gefallen? Dann gebt uns ein Like, abonniert uns, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Hier kannst du dir die Folge von letzter Woche anschauen. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann interessiert dich bestimmt auch dieses Thema hier.